Wenn jemand deine Marke im echten Leben falsch darstellt, greifst du sofort ein. Warum lässt es dann zu, dass Algorithmen genau das machen? Sprachmodelle begleiten heute die Kundenreise und entscheiden mit, wer empfohlen wird und wie. In dieser Folge lernst du, wie du sicherstellst, dass deine Marke in KI-Antworten nach deinen Vorstellungen positioniert wird. Viel Spaß! Wenn KI-Assistenten und LLMs in Zukunft die Begleiter der Kundenreise sind und am Ende des Tages sogar Interessenten in gewisser Weise vorqualifizieren, ist es ganz entscheidend, dass sie die Positionierung deiner Marke komplett richtig verstehen. Nur so werden sie dich in relevanten Konversationen vorschlagen und dich auch im richtigen Licht erscheinen lassen. Ein erster Schritt auf diesem Weg zeige ich dir dann jetzt gleich im Folgenden. Nur damit du die Grundidee verstehst: Es geht einfach darum, die Kontrolle über das Narrative zumindest in einem gewissen Maß zu behalten. Genauso wie du es nicht zulassen würdest, dass jemand schlecht über deine Marke in einem persönlichen Gespräch redet, beziehungsweise sie im falschen Frame darstellt, darfst du es auch nicht zulassen, dass das diese LLMs machen. Und für viele Unternehmen ist die Lücke zwischen dem gewünschten Markenbild und der tatsächlichen Darstellung durch LLMs absolut gigantisch. Und ich zeige euch auch mal was bei uns nicht so gut funktioniert. Diese Lücke ist zum Beispiel abstrus groß bei Evergreen Media. Und warum zum Beispiel bei Evergreen Media, aber auch bei vielen anderen Marken? Wenn sich deine Marke über die Jahre immer wieder neu positioniert hat, vielleicht neu ausgerichtet hat, dann schwirren da unglaublich viele alte Informationen im Web herum, die als Trainingsdaten für LLMs, aber auch als Quellen zum Zitieren von LLMs genutzt werden. Heißt das jetzt, du musst alles, was jemals war, im Internet aufräumen? Aus meiner Sicht nicht unbedingt. Du musst die richtigen Quellen anpassen und alles andere ist egal. Natürlich, wenn möglich, so viel wie möglich aufräumen, aber ich würde das auf jeden Fall priorisieren und einfach immer mal wieder die Effekte und Auswirkungen prüfen. Für das Beispiel, was wir uns jetzt anschauen, das habe ich in 3 Teile aufgeteilt. Wir starten mal mit dem Part Audit. Und der erste Schritt ist: Öffne, je nachdem, um welches Sprachmodell es dir geht, öffne jetzt ChatGPT, Perplexity, Gemini im Inkognito-Modus und du wirst sehen, Engines haben sehr häufig absolut unterschiedliche Quellen und sehen deine Marke unterschiedlich akkurat zu dem, was der vielleicht jetzige Ist-Zustand ist. Das erste, was ich dann mache, wir springen jetzt mal in ChatGPT rein, damit du einfach ein Gefühl dafür hast. Wir fragen jetzt einmal, was ist und dann der Markenname. Wenn es diese Markennamen sehr oft gibt, würde ich vielleicht die Branche noch mit anhängen und dann bekommen wir mal eine Antwort. Und wenn wir jetzt uns Evergreen Media anschauen, dann ist es grundsätzlich nicht falsch oder schlecht, aber es ist Evergreen Media von vor 5 Jahren, was natürlich Sinn macht, wenn man sich anschaut, die Gesamtheit der Informationen, die zu Evergreen Media im Internet rumschwirren. Okay. Das heißt, in unserem Case, sagen wir mal, ist das, wie du deine Marke tatsächlich positionieren wolltest? Nein. Und jetzt ist der nächste Schritt, frage nach, welche Quellen hast du verwendet, um diese Positionierung zu determinieren. Und ich mache das gerne in 2 unterschiedlichen Schritten. Einmal ohne die Suche aktiviert zu haben, jetzt in ChatGPT, in anderen Systemen ist anders, dann kriege ich eine Antwort, die ja nur letzten Endes aus den Trainingsdaten kommt und dann kriege ich halt so eine Übersicht, okay, wie er diese Positionierung determiniert hat und dann frage ich nochmal die gleiche Frage, aber mit aktivierten ChatGPT Search, also hier, und dann kriege ich hier wunderschön Quellen, wo diese Daten herkommen. Und kann mir mal eine Liste machen von Sachen, die ich mir vielleicht genauer ansehen sollte. Das heißt, das war der erste Teil. Jetzt haben wir mal einen Überblick, einen allgemeinen Überblick ohne URLs, wo diese Informationen herkommen und dann einen konkreten Überblick mit tatsächlichen URLs. Ist das jetzt eine Wissenschaft und es ist genauso, wie ein LLM im Hintergrund funktioniert? Wahrscheinlich nicht, aber dass er diese Sachen als Output liefert, gibt uns schon mal eine Richtung, wo wir ansetzen könnten, um die Markenpositionierung zu korrigieren. Und das ist nämlich der nächste Schritt, und zwar Korrektur. Was ich hier machen würde, und ich gebe euch für alles Beispiele. Nummer 1,
Quellen auf der eigenen Webseite aktualisieren oder löschen. Zum Beispiel, sind ein paar lustige Sachen und die Informationen zieht er aus dieser Seite auf unserer Webseite, von der niemand bei Evergreen Media wusste, dass die noch existiert. Die Seite ist wahrscheinlich ungefähr 10 Jahre alt. Ich glaube, der letzte Vortrag war vor 6 Jahren in dieser Richtung und das Framing ist gar nicht unseres. Das heißt, diese Seite in diesem Fall würde gelöscht werden. Wenn hier jetzt falsche Sachen stehen, aber es ist noch relevant, dann würde ich es korrigieren. Werden jetzt Änderungen sofort irgendwas triggern? Wahrscheinlich nicht. Es kommt darauf an, wenn er antwortet, ob das dann mit einem Webabruf stattfindet oder ob das aus den Trainingsdaten ist, weil Trainingsdaten werden nur in einem gewissen Zeitraum aktualisiert werden. Zweites unter Korrektur, Profile und Ähnliches aktualisieren. Da haben wir jetzt zum Beispiel MCI, das ist so ein Business School in Innsbruck mit alten Informationen von uns. In sehr vieler Hinsicht sogar die strukturierten Eckdaten sind nicht mehr aktuell und so weiter. Jetzt muss man dieses Profil aktualisieren, aber jetzt weiß man, okay, offensichtlich, das ist typischerweise was zitiert wird. Das heißt, hier kann ich extrem die Positionierung in ChatGPT damit beeinflussen. Schritt 3 unter Korrektur. Was auch passieren kann, ist Websites, sagen wir mal, man hat irgendwelche Fachartikel geschrieben mit einer Autorenbox oder vielleicht steht auch im Text irgendwas über das Unternehmen, was aber nicht mehr aktuell ist, dann wird man diese Websites kontaktieren müssen und um eine Aktualisierung bitten. Das heißt, wir haben unser Audit gemacht, wir haben unsere Korrektur vorgenommen, jetzt denkst du dir, okay, das ist ganz nett, wie geht es weiter mit der Erfolgsmessung? Die Erfolgsmessung in diesem Kontext ist schwierig. Das kann ich auch jetzt schon sagen, weil es wirklich darauf ankommt, wird das beantwortet aus den Trainingsdaten oder wird es aus einem Webabruf beantwortet. Ihr habt es gesehen, zum Beispiel Evergreen Media beantwortet er aus den Trainingsdaten. Das heißt, die werde jetzt nicht kurzfristig, oh mein Gott, nächste Woche ist alles wieder gut, sondern es wird eine Zeit lang dauern. Das heißt, erster Schritt, ein paar Wochen vergehen lassen, weil dann zumindest mal alles, was mit Webabruf sollte alles passen und alles funktionieren. Dann nach einem Quartal kann man mal das Audit erneut durchführen, was ja nicht besonders aufwendig ist, aber man kann sich nochmal anschauen, okay, hat sich an der Positionierung irgendwas geändert und so weiter und so weiter. Dann wieder, ist das jetzt die Markenpositionierung, die ich mir vorgestellt habe? Wenn nein, rinse and repeat, einfach bis man die zentralen Quellen, die unterschiedliche Sprachmodelle nutzen, auf einem Stand hat, dass sie die Marke richtig darstellen. Übrigens, und das ist jetzt einfach mal ein Beispiel, wie man in Zukunft denken muss. Selbiges kann auch natürlich oder wird auch gemacht werden müssen für sowas wie Produkte und Leistungen im Kontext deiner Marke. Du willst deine Alleinstellungsmarke klar herausarbeiten, damit du ja in den Konversationen mit vielleicht für dich absolut idealen Kunden tatsächlich auch vorgeschlagen wirst und dann richtig vorgeschlagen wirst. Und du denkst jetzt vielleicht, okay, trivial und prinzipiell dieser Prozess ist natürlich trivial, weil im SEO macht man auch ähnliche Sachen, wobei das jetzt natürlich ein anderer Twist ist, aber worum es mir eigentlich geht bei dieser Folge ist, eine neue Denkweise zu vermitteln, in der Marken die Kontrolle über ihre Inhalte und Positionierung zu einem gewissen Maß verlieren. Weil es ist ganz wichtig zu verstehen, vorher hatten wir zumindest, okay, das ist ein Text auf unserer Webseite, das ist ein Text, den wir freigegeben haben hier. Jetzt wird alles irgendwie kuratiert und so weiter und je mehr Mehrdeutigkeit im Internet besteht und dann kann es total random sein. Es kann auch, deswegen sollte man diese Abrufe auch öfter machen. Es kann mal einmal diese Antwort sein, einmal diese Antwort, aber je konsistenter die Informationen sind, desto besser wird auch die durchschnittliche Qualität, und mit Qualität meine ich die Positionierung, die ich tatsächlich darstellen will. Das ist ganz, ganz entscheidend, in Zukunft so zu denken, weil sonst, was auch passieren kann und was sicher eine Gefahr generell von KI-Assistenten ist, Brands werden irgendwie alle nicht mehr einfach auf die simpelsten Faktoren reduziert und das ist ja, was kein Unternehmen sich wünscht. Du kannst die Darstellung deiner Marke in Sprachmodellen niemals zu 100% kontrollieren, aber du kannst aktiv beeinflussen, worauf sie sich stützen. Je klarer du deine Marke digitalisierst, beziehungsweise deine Positionierung online erkennbar ist,
auf deiner Website, abseits deiner Website, desto wahrscheinlicher wirst du in den richtigen Konversationen empfohlen und auch eben im richtigen Licht empfohlen, nämlich so, dass deine idealen Kunden erkennen, das ist der ideale Partner für mich. Deine Aufgabe ist es, genau zu wissen, für wen deine Marke ultimativ hilfreich ist, warum und in welcher Situation, und das glasklar im Web, nicht nur auf deiner Webseite, zu kommunizieren. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.